Amen. Amen. Sorry about that. Okay, Jean-Marc had something found out about Aachen. You want to share that with us? Jean-Marc möchte uns etwas mitteilen, was er über Aachen herausgefunden hat. Yeah. What I found out was that Aachen was a Roman spa, and that it was also a place of baptism for. Also Aachen war ein Platz der Römer und auch ein Platz der Taufe. For Grunus. For who? Grunus, a Roman god. Granus. Grunus. The woman god. Grunus. Yeah, but it's also associated as the god of Apollo. Mhm. Aus der Gott Apollos. Okay. It was founded by a guy. Who was, Aachen wurde gegründet his name is Greenis, von einem Grenus. Grenus. Mhm. on the orders of Emperor Hadrian. Im Auftrag von Hadrian, Kaiser Hadrian. And the spa had two complexes. What had two Two complexes, two compartments, Also, Zwei Gebäude es sozusagen. gab zwei Gebäude and it had also two pipelines. und zwei Wasserleitungen. And the administration broke down in the 4th century, Und die Leitung hat sich im 4. Jahrhundert gebeugt. and in 417 the Franks took it over. Und 417 haben die Franken dort die Macht übernommen. And it had also a flourishing Jewish community. Es hatte auch eine florierende jüdische Gemeinde. Mhm. That's about it. And it was also a place, Aachen. Many kings were Und Ja. in Aachen wurden viele Könige getauft. Was war das? Habe ich nicht verstanden. Getauft. Viele Könige. So we see here that Aachen was founded by Romans, but somehow the Franks took over it. Also Aachen wurde durch die Römer gegründet, aber irgendwann haben die Römer das Kommando da übernommen. Did anyone see? Did anyone find the significance or the meaning of the name Aachen? Hat jemand herausgefunden, was der Name Aachen bedeutet? I can't find anything really fast. Traditional, the name Aachen is most descendant like Southern Aachen. Interesting. It's an old German word, Aachen ist ein altes deutsches Wort, which comes from Ach, welches von Ach, Arche vielleicht kommt. which means river or stream. Es bedeutet Fluss. I think that's Strom. interesting. Because we know that the whore sits at the rivers and waters, right? Und wir wissen, dass die Hure an den Wassern sitzt, In symbolic language. in symbolischer Sprache. However, we know also that the papacy located in Rome, there are rivers around it. Wir wissen auch, dass das Papsttum an vielen Flüssen in Rom sitzt oder einem Fluss. And that was the church aspect of Rome. Let's Und put it das ist that way. die kirchliche Seite Roms. And then with Charles the Great, you have now Aachen as the capital. Und mit Karl dem Großen haben wir Aachen als Hauptstadt. And you have also a river or stream associated with it. Und damit verbunden ist auch ein Fluss. I think that's interesting. We would have to look into it more. Wir müssen das noch näher betrachten. So, did you send something else in the group chat just now? Oh no, you just sent those things. Okay. Any other comments and thoughts? Gibt es noch andere Gedanken? Okay, Odilio, will you give us a summary of what we did yesterday? Odilio, eine Zusammenfassung bitte von gestern. We were comparing three kings, Clovis, Karel de Grote, Charles the Great. Charles the Great,
and Otto. Wir haben Ludwig, Karl den Großen und Otto miteinander verglichen. We saw that they all made reforms and Sie waren alle Reformatoren auch. were married to the Pope, so to say. Sie haben sich sozusagen mit dem Papst vermählt. We were going into more details with King Otto. Mhm. Wir haben König Otto, Kaiser Otto ein bisschen näher betrachtet. What did we say about Otto? Was haben wir über Otto gesagt? Gabi? Do you remember? Burgi? Er wurde gekrönt vom Papst. He was crowned by the Pope. Mhm. Und alle diese Reiche sind nach den Leuten zerfallen. Mhm. In West-, Mittel- und Ost. Also, Das war nach Karl dem Großen, da ist das Reich zerfallen. After Charles the Great, the kingdom was divided into West, Middle, and East. und der Otto hatte 2 Söhne von der ersten Frau, von der zweiten Frau. And Otto had 2 sons, one from the first wife and then one from the second. Und der erste Sohn war gegen den Vater, And the first son was against the father weil er kein Thronfolger wurde. because he would not succeed him on the throne. Okay? Und er benutzte auch seine Politik, benutzte er auch und hat es gestärkt durch die katholische Kirche. Mhm. Der Otto I, und zwar sehr stark. He used politics to use the church as well in order to support and strengthen his power. Und Otto war ein Sachse. And Otto was a Saxon, yes. Und die Sachsen und die Franken, die haben sich nicht gemocht. And the Saxons and the Franks, they didn't like each other. Das Äh. ist, okay. Does somebody name? So I was just looking up the meaning of the name Otto, Ich habe mir die Bedeutung von Otto angeschaut. and it means wealth and fortune. Es heißt Wohlstand und Glück. So he's a wealthy king. Er ist ein wohlhabender König. His fortune, and when you look in history, he truly was. Und wenn du die Geschichte anschaust, dann war es auch wirklich so. I wonder what Karl means. Und wir schauen uns noch Karl an. Was hast du gesagt? Reichtum? Manly. Männlich. Reichtum und Glück, und Karl der Große Karl heißt männlich. Manly. Okay. Anyway, so Gabi, do you want to add anything about the details of Otto? Gabi, möchtest du noch was hinzufügen? Zu Otto. We were speaking that they had a common enemy as well. Mhm. Sie hatten einen gemeinsamen Feind. Hungary. Das war Ungarn. Mhm. We were speaking about the son, how he got everyone around the kingdoms to fight against his father. Und wir Mhm. haben But seinen at the Sohn end, betrachtet. those same tribes were actually on the father's side, Mhm. so Der gegen he seinen, ends up seinen Vater coming back gekämpft into the hat. kingdom, asking his dad for Und letztlich forgiveness, and, Mhm. Das sind die but he was Stämme never again crowned as a king. Mhm. And then we saw alle that the zum second Vater, son haben die Stämme married zum the, Vater gehalten. the second son that Mhm. married Der the Sohn wurde Roman nicht princess, gekrönt. or, Der erste. Byzantine princess. Byzantine princess. Im zweiten Sohn, ja. Möchtest du noch was sagen, Wolfgang? Ich habe eine Frage. Okay, he has a question. Wie war der Übergang vom Karl zum Otto? His question is, how was the transition from Charles the Great to Otto? So, as Borgi had mentioned, after Charles the Great, his kingdom was divided into 3 parts after Nach some time period. Karl dem Großen wurde sein Königreich in 3 Teile geteilt. You had the West, the Middle, and the Den East. Westen, den Mittelteil und den Osten. So, and in the middle, you had several tribes. Und im mittleren Teil gab es verschiedene Stämme. You had the Saxons, Die Sachsen, the Bavarians, die Bawaren, the Swabians, die Schwaben and also a portion of the Franks. und Teile der Franken. So beforehand, the Swabians, the Bavarians, the Saxons, they were under the dominion of Charles the Great.
Zuvor waren die Sachsen, Schwaben und Bayern nach unserer Terminologie heute unter der Herrschaft von Charles the Great. Karl dem Großen. The Franks were the same nationality as Charles the Great. Die Franken waren die von gleicher Nationalität wie Karl der Große. The others were different tribes, yet were under the dominion of Charles the Great. Die anderen waren verschiedene andere Stämme, aber sie waren auch unter der Herrschaft von Karl dem Großen. So what happens now is that from the tribe of the Saxons, Also, was nun geschah, war, dass aus dem Stamm der Sachsen Otto the Great is going to stand up. Sich Otto der Große erhoben hat. And he's going to unify those tribes in the middle. Und er hat die Stämme im mittleren Teil vereint. So basically what happens is Charles the Great dies, Karl der Große ist also gestorben. his kingdom breaks apart in pieces, Sein Königreich ist in Teile zerbrochen. just as we saw with pagan Rome. Genauso wie wir es mit dem heidnischen Rom gesehen haben. The kingdom dissolves into 10 parts. Die Königreiche haben sich in 10 Teile zersplittert. And as it was with pagan Rome, one stands up to unify again. Also genauso wie beim heidnischen Rom ist ein Stamm aufgestanden und wollte vereinen. So we see it in the middle kingdom now from Charles the Great. Und so sehen wir es auch im mittleren Reich von Karl dem Großen. One stands up, Otto the Great, Einer steht auf, also Otto der Große, and he's going to unify Germany. und er vereint Deutschland. So that was sort of the transition. Das war Teil des Übergangs. Okay, I want to focus one more time on a certain thing. Ich möchte eine Sache nochmal genau betrachten. Gabi pointed out another nice thing is about that there was always a common enemy. Gabi hat ja heute schon erwähnt, dass es einen gemeinsamen Feind gab. We saw that with Clovis, Wir haben das bei Chlodwig gesehen, we saw that with Charles the Great, bei Karl dem Großen auch and we saw it also with Otto. und auch bei Otto. And we will continue to see that in history, this common enemy. Und wir werden das in der Geschichte noch weiter verfolgen können. However, yesterday there were some questions, and I thought maybe we need to go one more time into it. Gestern gab es einige Fragen und ich denke, wir sollten da welche nochmal von betrachten. I'll read one more time the sentence I read yesterday. Ich lese noch einmal den Satz von gestern. It says, beginning in the late 1940s, Otto changed his internal policy and began to use the Catholic Church as a tool of his dominions. He increasingly associated himself with the Church and his divine right to rule the kingdom, viewing himself as the protector of the Church. Am Anfang der späten 1940er hatte Otto seine interne Politik verändert und fing an, die katholische Kirche als sein Werkzeug seiner Herrschaft zu benutzen oder seine Übermacht zu benutzen. Er vermehrt assoziierte sich mit der Kirche als sein göttliches Recht zu, das Königreich zu herrschen, indem er sich selber als den Protector, den Beschützer der Kirche sah. Okay, so we see this change of politics. Wir sehen also den Wechsel in der Politik. And I suggest we see that also with Clovis and Karl the Great. Und ich denke, wir sehen das auch bei Chlodwig und Karl dem Großen. Clovis, as he is converted, Als Chlodwig sich bekehrte, he now will go, or his goals are now the interests of the church, sind seine Ziele nun die Interessen der Kirche, the Roman Church. der römischen Kirche. Charles the Great, Karl der Große, when he has created this big kingdom, als er dieses the große empire, Reich gegründet hatte, then his goal is to obtain the king or the crown of the Romans. dann war es sein Ziel, die Krone der Römer zu bekommen. Meaning he has to go over the Alps and receive the crown. Über die Alpen wandern und um dann die Krone zu bekommen. And then also he has the interest of reforming all of Europe into the Catholic Church. Sein Interesse war auch dann das ganze Land zu reformieren im Sinne der katholischen Kirche. So with Otto the Great, this change of policy is seen very well. Diese Veränderungen schienen ganz gut zu laufen bei Otto dem Großen. Because Otto the Great, he liked to party. Denn Otto der Große mochte Festlichkeiten. And he didn't care too much about the Catholic Church. Und er hat sich nicht sehr um die katholische Kirche gekümmert. But he, later on, as we read, he uses the Catholic Church as a tool.
Später, wie wir gelesen haben, hat er die katholische Kirche als ein Werkzeug benutzt. A tool for what? Wofür? To establish his own dominions. Um seine eigene Herrschaft festzumachen. So this emperor didn't care too much about religion itself, Dieser Kaiser hat sich nun nicht so sehr um die Religion gekümmert. but rather to use religion to establish his power, his civil power. Vielmehr hat er die Religion benutzt, um seine zivile Macht zu festigen. Why? That's the question. People asked yesterday why, and I have the same question. Die Frage kam gestern auf, warum? And I want to recall that with Otto, we are now in the 900s, Ich möchte in thousands. Erinnerung rufen, dass wir mit Otto uns in den 900er Jahren nach Christus befinden. So it was about 1,000 years ago, after Christ. Wir sind also jetzt ungefähr 1000 Jahre nach Christus. And I want to suggest that 1,000 years is a long time period Und 1000 Jahre sind doch eine lange Zeit, where Christianity swept over Europe or the other portions of the world. wo die Christenheit doch über Europa hinweg geschwappt ist und auch über andere Teile der Welt. And we know that from the 300, 400, 500 years, Und wir wissen, dass aus den Jahren 3, 4, 500, der 300er, 400, 500er Jahre in the time period of Pergamos, und der Zeit von Pergamos, we know that the corrupt church is rising. dass die verdorbene Kirche aufkommt und Macht bekommt. So by the time period of Otto, you have a corrupt church already having its influence over the world for 700, 800 years. In der Zeit von Otto hat diese verdorbene Kirche über die Welt schon 600, 700 Jahre die Vorherrschaft. So what had happened? Was geschah also? We talked about how after Constantine, Wir sprachen über die Zeit nach Konstantin, that he rejected this capital and moved to the east. dass er diese Hauptstadt verworfen hat und in den Osten gezogen ist. Which gave the seat to the Bishop of Rome. Und dieser frei werdende Sitz ging dann an den Bischof von Rom über. So the Bishop of Rome was so the highest person in the religion of Christianity. Der Bischof von Rom war die höchste Person in der Christenheit, Apostate Christianity, der abgefallenen Christenheit. just as Caesar was the highest person in the pagan religion. Wie Cäsar oder der Kaiser die höchste Person im heidnischen Rom war. And we talked already about how the Caesars were the high priest but also had civil authority. Wir haben auch gesprochen, dass die Kaiser auch hohe Priester waren und damit die höchste Autorität im Land waren. So the Bishop of Rome, he's the high priest, but he will also take civil authority on. Der Bischof ist also der hohe Priester, hat aber gleichzeitig die bürgerliche Macht inne. And for this reason, I would suggest really that you read the first 10 chapters of Truth Triumphant. Aus dem Grund empfehle ich euch dringend, die ersten 10 Kapitel von dem Buch Truth Triumphant zu lesen. Because there you will find the struggle between Rome, Dort findet ihr den Kampf zwischen Rom, Alexandria, Alexandria and then which later on would be Antioch, und später dann auch Antiochien. of who was the true church. Und der Kampf ging darum, wer ist die wahre Kirche? And Gemeinde. more or less, these two united against these two. Und mehr oder weniger haben sich diese beiden gegen Antiochien vereint. And they excommunicated Antioch. Und sie haben Antiochien exkommuniziert. Because Antioch was upholding the truth, Denn Antiochien hat die Wahrheit noch hochgehalten and they didn't like to mingle the Bible teachings with paganism. Antiochien wollte die Lehren der Bibel mit dem Heidentum nicht vermischen. Allegorism. Allegorismus. Allegory. Neither did they want to do what Rome did, Und sie wollten auch nicht das tun, was Rom machte. that they went into fanaticism, which eventually led into, I forgot the proper name, but it's basically the monks. Dass sie nicht in den Fanatismus abfallen wollten,
hauptsächlich in das Mönchtum as well as we talked about the Mitra cult. und auch den Mithras-Kult. And it's really interesting if you go to the Vatican, Sehr interessant ist, wenn du in den Vatikan gehst, which supposedly is the Church of God, right? The seat of God. das angeblich die Kirche Gottes ist oder der Sitz Gottes, You see a lot of the symbols of the Mitra cult in that city. sieht man in dieser Stadt sehr viele Zeichen des Mithras-Kultes. So Antioch didn't want to have to do with any of these. Antiochien wollte nichts mit all dem zu tun haben. However, from early Rome on, Rome was claiming supremacy over the other two. Aber von Anfang an hat Rom die Vorherrschaft über alle anderen beansprucht. That they were the true church. Sie haben beansprucht, sie seien die wahre Kirche. So shortly after Peter, Kurz nach Petrus and when the disciples died und als die Jünger gestorben sind and the struggle starts, und der Kampf begann, Rome already is seeking to have the supremacy over the others. hat Rom schon danach getrachtet, die Vorherrschaft über die anderen zu haben. And it reaches out to the emperor of Rome, even at that time. What reaches out? Rome, the bishop of Rome, the highest leader of Christianity, reaches out to the emperor of Rome. Der Bischof von Rom hat sich den Kaisern angenähert. So we see the church reaching out to the state. Also die Kirche hat die staatliche Seite beansprucht, In order to make Rome the supreme over the others. Rom als Vorherrscher über die anderen zu gestalten. And the state confirms it. Und der Staat hat das dann bestätigt. And the result of that is that Rome, the bishop of Rome, is forcing on the people, on the Christians, Eastern Und das Ergebnis ist, dass Rom dann den Christen das Osterfest und den Sonntag aufgezwungen hat. and with the topic of Easter, Sunday worship would come in. Mit dem Osterthema kam dann die Sonntagsanbetung. Because as I said, in Rome you had other pagan cultures, Wie ich schon gesagt habe, in Rom gab es auch andere heidnische Kulturen and there was a race between Christianity and paganism in Rome. und es gab einen Kampf um die Vorherrschaft zwischen Heidentum und dem The Christenheit. und der Christenheit. So, and the pagans, they had a feast called Easter, Die Heiden hatten ein Fest, welches sie Ostern which nannten. essentially was their god. Das war letztendlich ihr Gott. However, it was not every year. This feast would fall on a different day. Aber dieses Fest fand immer an einem unterschiedlichen Tag statt. So what the Bishop of Rome now did, Der Bischof von Rom hat nun Folgendes getan. he placed that Easter would always take a place on the same day every year. Er hat Ostern immer auf den gleichen Tag in jedem Jahr gelegt. And with that, he also introduced, since the pagan religion worshipped the sun, Weil die Heiden die Sonne angebetet haben, he also introduced a weekly worship. hat er auch einen wöchentlichen Anbetungstag festgelegt. And because of sun worship, he chose the day of the sun, Sunday. Und weil die Heiden die Sonne angebetet haben, hat er den Sonntag als Anbetungstag festgelegt. So very early, Rome is already forcing Sunday worship on the believers. Sehr früh schon hat Rom die Sonntagsanbetung ihren Gläubigen aufgezwungen. And in the Bible, it says that Rome, the little horn, will In der Bibel heißt es, dass das kleine Horn Rom change law and times. Zeiten und Gesetz ändern wird. And we see that shortly after the disciples had died, this already happened. Und wir wissen, das geschah bereits kurz nachdem die Jünger gestorben sind. You didn't have to wait till 538. Also man muss da gar nicht bis 538 nach Christus warten. And interesting is that in order for people to worship on Sunday, Damit die Menschen nun am Sonntag anbeten konnten, because Christianity normally was worshiping on Sabbath, denn die Christenheit hat damals normalerweise noch am Samstag angebetet. so what the leadership in Rome said is that Sabbath would be a fasting day. Da hat die Leiterschaft in Rom
einfach gesagt, der Sabbat oder Samstag muss ein Fastentag sein. Nobody was to eat on Sabbath. Keiner durfte am Sabbat essen. And then on Sunday, Und am Sonntag you could, have the day of worship. hast du den Tag der Anbetung. So what is happening here? Was passiert hier? Normally, we consider it to be a good thing to fast on Sabbath. Normalerweise sagen wir, gut, es ist eine gute Sache, am Sabbat zu fasten. However, if you look at history, what had happened in this time period Aber was wenn du die Geschichte anschaust, was damals geschah, that they tried to make the Sabbath as a burden. dann haben sie versucht, den Sabbat zu einer Last umzugestalten. And then uplift the Sunday as a pleasant day. Und den Sonntag haben sie hochgehoben als einen schönen Tag. And that's how they were able to make the switch in people's mind. Und dadurch haben sie die Gedanken der Menschen sozusagen umgelegt. And I suggest that today the same is happening. Und heute passiert das Gleiche. Today the Sunday is advocated as a family day. Heute wird der Sonntag als Familientag emporgehoben. While it's more and more common that people open their shops on Sabbath, they work on Sabbath. Es ist ganz normal, dass die Menschen am Samstag ihre Geschäfte öffnen. So even today we see the slightly change, that Sunday is exalted as this one nice day, Also der Sonntag wird als dieser eine schöne Tag erhoben and Sabbath more and more becomes a work day. und der Sabbat wird immer mehr zu einem Arbeitstag. And here in northern Italy, Und in Norditalien, this is where later on the Waldensians would hold up the truth. und dort waren die Waldenser, die die Wahrheit aufrechterhalten haben. However, in the early church, the Christians here, they would still keep the Sabbath. Und die frühen Christen haben immer noch den Sabbat gehalten. And then Wilkinson describes Und Wilkinson beschreibt, that when the Christians would come down to Rome, als die Christen nach Rom kamen, they would worship how the church in Rome would worship. dann haben sie so wie Rom angebetet. Meaning here they would keep the Sabbath, Das bedeutet, hier haben sie den Sabbat gehalten. and when they came down here, they would fast on Und the als Sabbath. sie runterkamen, haben sie am Sabbat gefastet. So, and this is where the sentence comes from, Und daher kommt das Sprichwort, which is very famous today in our world. das sehr bekannt in unserer Welt ist. When in Rome, does as the Romans do. Wenn du in Rom bist, mach so wie die Römer. I'm not sure if you're familiar with that, but it's a very common sentence. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist sehr bekannt. And we were in Rome, and I knew of this saying, and we said it all the time. Wir waren in Rom und ich wusste von diesem Sprichwort und wir haben uns das immer wieder vorgesagt. And it was really interesting to figure out, to know now where this saying is coming Und from, es war sehr interessant zu wissen, wo dieses Sprichwort herkam. because it comes actually from Sabbath Sunday worship Denn es kommt von dem Thema Sabbat, Sonntag, and Heiligung. showing how how Rome has changed the times. Und es hat gezeigt, wie Rom die Zeiten geändert hat. Anyway, yeah. There's a later version of it. It says, "When in Rome, do as the Pope does." Okay, Man kann auch sagen, wenn du in Rom bist, dann mach so, wie der Papst es sagt. thank you. Okay, so we see from earlier on Also von Anbeginn an sehen wir bereits, how Rome is putting its elbows out and saying, I'm the first. wie Rom seine Ellenbogen benutzt und sagt, ich bin Nummer 1. So now Rome is the supreme, Also jetzt ist Rom der erste Herrscher and time continues. und die Zeit schreitet voran. Christianity is spreading everywhere. Die Christenheit verbreitet sich überall And Rome is the head of Christianity. und Rom ist der Kopf der Christenheit The pagan tribes slowly convert to Catholicism. und langsam haben sich alle heidnischen Stämme zum Katholizismus bekehrt. And that's why I suggested that yesterday that Clovis and Charles the Great, there are steps towards the Holy Roman Empire. Und deswegen habe ich gestern gesagt, dass Chlodwig und Karl der Große Schritte hin zum römischen Reich sind. Especially Clovis paved the way. Besonders Chlodwig hat den Weg geebnet. So you will see now how Christianity is going
over Europe, the countries. Wir sehen also, wie das Christentum sich jetzt über die europäischen Länder verbreitet. It becomes the religion of the people. Es wurde die Volksreligion. So now you have people standing up Jetzt kommen Leute auf, who want to rule Europe. die Europa beherrschen wollen. They want to rule those various nations. Sie möchten diese verschiedenen Nationen beherrschen. So, and they, at first they have to conquer it, yes, Zuerst müssen sie diese Nation natürlich erobern, but they also need to have the devotion of the various tribe leaders. dann The people. brauchen sie aber auch die Hingabe dieser verschiedenen Stammesführer. They need the loyalty of these people. Sie brauchen ihre Loyalität. So, what would be one way to do that? Was wäre ein Weg, um das zu erreichen? And I suggest that all these emperors Und ich sage, dass all diese Kaiser realize that the church and religion is a tool verstanden haben, dass Rom ein Werkzeug, die Religion ein Werkzeug ist, to establish their own authority and power. um ihre eigene Autorität und Macht festzumachen. So it takes hundreds of years, and Christianity is everywhere, Es hat hunderte von Jahren gebraucht, bis das Christentum dann überall zu finden war. and it's become a powerful tool for those emperors. Und es wurde ein mächtiges Werkzeug für diese Kaiser und Eroberer. And we see that Otto the Great is realizing that, and he's starting to use it. Und Otto der Große hat das verstanden, dieses Werkzeug zu benutzen. Because what is happening now? These people are all Christians, Was geschieht nun? Also diese Menschen sind alle Christen. and let's say you have a tribe leader somewhere, Und nehmen wir mal an, irgendwo ist ein Stammesführer. and he would not do as he's Christian, Er ist Christ, but then he would not do as the Pope in Rome liked it. aber er möchte sich dem Papst von Rom nicht beugen. By that time, everyone knew already that Rome was the head of the church. Jeder wusste damals schon, dass Rom der Kopf der Kirche war. So if this tribe leader would do something which the Pope didn't like, Wenn also dieser Stammesführer etwas macht, was der Papst nicht möchte, what did the Pope do? was hat dann der Papst gemacht? He excommunicated him. Er hat ihn exkommuniziert. Just what they did with Antioch. Das haben sie mit Antiochien auch gemacht. But let's look at it in this way. I'll take this out. You have a world which is Christian, Wir haben eine Welt, die christlich geprägt ist. and in it you have various tribes or nations which are all Christians. Und innerhalb finden wir verschiedene Stämme, die alle christlich geprägt sind. Imagine that now in this tribe, in this world, which is Christians, Jetzt gehen wir mal davon aus, dass in dieser Welt, die christlich geprägt ist, they all have treaties, they're all connected, die alle Bündnisse geschlossen haben, alle miteinander verbunden sind, that one tribe rises and gets excommunicated dass by da the Pope. ein Staat aufkommt, der vom Papst exkommuniziert wird. What happened with all the treaties of that various tribe? Was passiert mit allen Bündnissen der verschiedenen Staaten? Part of the excommunication of the Pope Ein Teil der Exkommunizierung des Papstes is that the Pope proclaims that all the treaties, everything what was once promised to this king, dass alle Bündnisse, die einmal mit diesem König geschlossen wurden, is now resolved. jetzt keine Gültigkeit mehr haben. So in this incident, In diesem Fall, if the kingdoms around this king, dass die sind. Go ahead. who had maybe tribe A had a treaty with this tribe, Sagen wir mal, der Stamm A hat mit diesem Stamm einen Vertrag. this treaty was broken. Dann wurde dieser Vertrag für null und nichtig erklärt. This party didn't have to obey this treaty Sie anymore. brauchen diesen Vertrag nicht mehr einzuhalten. Because all these around there are Christians, so they would listen to the Pope. Weil alle nun um diesen Stamm Christen waren, haben sie dem Papst gefolgt. So there was a huge pressure on this tribe, Also tribe die- X, Also dieser eine Stamm musste hohen Druck aushalten, to follow in line with Rome.
to follow in line with Rome, Rom zu gehorchen. So either they would repent, Entweder würden sie bereuen and become Christians again, obey the Pope, und dem Papst wieder gehorchen, or other tribes would just conquer it. oder die anderen Stämme würden einfach die Macht dort übernehmen. Or the king was removed and another Catholic king would be replaced. Oder der König wurde abgesetzt, ein anderer papsthöriger König wurde eingesetzt. This is the kind of power the church had. Das ist die Macht, die die Kirche hatte. And that's why I'm saying the kings in the 1260 time period, Deswegen sage ich, dass die Könige in der Zeitperiode um 1200, in order to establish their own power, um ihre eigene Macht festzumachen, they're using religion haben sie die Religion benutzt and proclaimed themselves to be the protector of the church. und sagen dann von sich selber, sie wären die Beschützer der Kirche. And if they would connect with Rome and the Pope, Wenn sie sich mit Rom und dem Papst verbinden würden, they are married. dann sind sie sozusagen verheiratet. And then the Pope of Rome would always give the authority to the civil power. Dann würde der römische Papst der bürgerlichen, dem Staat die Macht geben. And in return, Und umgekehrt the civil power would make sure würde der Staat sichern, that the wishes of the Pope would be executed. dass die Wünsche des Papstes auch ausgeführt werden. Those are reasons why so many people attacked the Waldensians Aus diesem Grund haben so viele Menschen die Waldenser angegriffen or the Crusades oder die Kreuzzüge or other wars in other portions oder andere Kriege of in anderen Europe. Teilen. So do you understand now the church-state relationship, why they're so connected? Versteht ihr die Staats-Kirche-Verbindung, warum sie so eng verbunden sind? Why the civil leaders had to go to Rome? Warum die Bürgerlichen, die Staatsführer nach Rom gehen mussten, In order to establish their own authority. um ihre eigene Autorität festzuschreiben. Does it make sense? Yeah? It makes sense, but still then we should look at how did Rome establish its own power? Because nobody wouldn't be necessary for the people to listen to Rome, only if they yeah, somebody doesn't mean that it's only effective if all the people hear on it. Mhm. So we would have to consider how the church Rose to power. rose to this religious power. Yeah. Wir müssen also nach wie vor noch betrachten, wie es Rom geschafft hat, zu dieser religiösen Kraft und Macht zu kommen. That key lays here in this history. Der Schlüssel liegt in dieser Geschichte. First, the internal struggle after the disciples died, Zuerst gab es diesen internen Kampf, nachdem die Jünger gestorben sind. and then after that was kind of set by Rome being the supreme. Und danach war es ungeschriebenes Gesetz, dass Rom die Vorherrschaft hatte. From that moment on, it just rose everywhere. Und von da ab ist Rom überall aufgekommen. Because after Christ died and the gospel went to the entire world, Nachdem Christus gestorben ist und das Evangelium überall hin sich verbreitete, Christianity went everywhere. gegen das Christentum verbreitete sich das Christentum überall hin. It just depended on who was the head of it. Es hing immer davon ab, wer war sein Kopf. All Rome had to do was Alles, was Rom machen musste, to say, we're the first, we're the head, we're the leadership. es musste sagen, wir sind die Ersten und wir sind die Leiter, die And Führer. automatically, Christianity all would look to Rome. Und dann hat automatisch das ganze Christentum nach Rom geschaut. Except for small portions which saw that Rome was in apostasy. Außer kleine Teile, die erkannt haben, dass Rom sich im Abfall befand. Which was a lot in the northern Italy, Das war vor allem in Norditalien, Ireland, Scotland, Irland, Schottland and in Antioch. und in Antiochien. So yes, you will have to look at how Rome rose. Ja, wir müssen danach schauen, wie Rom die Macht bekam. And I suggest it's in this time period that we find it. Und ich glaube, dass wir das in dieser Zeitperiode ausmachen können.
I tried to explain it a bit, but for further research, I suggest you read the first 10 chapters of The Truth Ich habe Triumphant. es ein bisschen erklärt, aber zum weiteren Studium empfehle ich die ersten 10 Kapitel von dem Buch Siegreiche Gemeinde von Bruder Wilkinson. So, for example, just one, I forgot the king's name. Ich habe den Namen des Königs vergessen, aber ein Beispiel. Maybe I'll find it in English. In German, there's a saying, In Deutschland, im Deutschen gibt es ein Sprichwort, which is Gang nach Canossa. I'm trying to find this. In English, it's the walk to Canossa. This is a saying in the German language, and I think it partially is also in the English. das ist ein Sprichwort im Deutschen und ich denke auch im Englischen. And where does this come Wo from? kommt das her? And this is the story. After Otto the Great, Dahinter steckt eine Geschichte. you have now the Holy Roman Empire. Nach Otto dem Großen hatten wir nun das Heilige Römische Reich. So Rome is fully established. Rom ist voll etabliert. The system is in place. Das System hat sich gefestigt. And in this Holy Roman Empire of German nations, In diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen, after Otto, before the Reformation, nämlich nach Otto und vor der Reformation, there was a German king gab es einen deutschen König, which didn't care about Rome at all. der sich überhaupt nicht um Rom gekümmert hat. He was just partying all the day, Er hat den ganzen Tag nur Party gemacht and he didn't care about really ruling the kingdom either. und er hat sich auch nicht um sein Königreich und die Regierung seines Königreichs gekümmert. So, however, what happened Was dann geschah, was that Rome warned him dass Rom hat ihn gewarnt and said, if you don't follow in line, we will excommunicate und hat excommunicate gesagt, you. wenn du jetzt nicht aufpasst, dann wirst du exkommuniziert. And since this guy didn't care, he didn't care about that threat either. Und dieser König hat sich um nichts gekümmert, hat er sich auch um diese Drohung nicht gekümmert. So what happened is that Rome excommunicates him. Also Rom hat ihn letztlich exkommuniziert. This is a little bit of the example I showed here. Das ist ein kleines Beispiel, was ich hier dargestellt hatte. And the tribes of Germany then rose up, Und die deutschen Stämme kamen auf, because he was Catholic. denn er war Sorry, Katholik. they around him were Catholic. Alle um ihn herum waren Katholiken And they said, und sie haben gesagt, we will give you 1 year. wir geben dir ein Jahr, If you don't follow in line with the Pope and find the grace of the Pope again, wenn du dem innerhalb des Jahres dich Rom nicht wieder beugst und die Gnade des Papstes bekommst, you will not be our king anymore. dann bist du nicht mehr unser König. So this king, Dieser König also, he couldn't care less about Rome and religion. er konnte sich nicht leisten, sich nicht mehr um Rom und die Religion No, er hat zu sich kümmern. nicht über die Religion von Rom gekümmert. However, you start to see how he had civil pressure Er hat also Staatsdruck von den anderen Staaten bekommen, to obey Rome. damit er Rom gehorchen sollte. So what happened now is that he tries to reach out to the Pope. Jetzt hat er versucht, sich dem Papst wieder anzunähern, But the Pope had his own intentions. aber der Papst hatte seine eigenen Gedanken. The Pope wanted a different king for the Holy Roman Empire. Der Papst wollte einen anderen König für das Heilige Römische Reich. So what happens, there is a race throughout Europe now. Jetzt gibt es einen Kampf um Vorherrschaft in Europa. Nein, durch Europa hindurch gibt es jetzt ein Rennen. So the Pope goes to the Alps Der Papst überquert die Alpen and er geht in die Alpen. And the King of Germany, he tries to follow the Pope und der deutsche König versucht dem Papst zu folgen. because the Pope never responded to the apology of the German Emperor. Denn der Papst hat niemals auf die Entschuldigung des deutschen Kaisers reagiert. And the Pope leaves and the German Emperor follows him. Der Papst ist aus Rom raus und der deutsche Kaiser ist ihm gefolgt. And because the German Emperor knew one smart thing. Der deutsche Kaiser wusste aber eine
kleines Detail. He knew that the Pope of Rome was a Christian. Er wusste, dass der römische Papst Christ war. And as the head of the church, he know that when he apologizes, Und als Kopf der Kirche wusste er, wenn er sich entschuldigt, he would have to the Pope would have to forgive him. dann müsse der Papst ihm ja vergeben. And he knew exactly that this is the way how he would restore his civil authority again. Und er wusste, dass das die Art und Weise sein müsste, dass er seine bürgerliche Macht wiederherstellen konnte. And the Pope knows that too, and he kind of runs away from the German emperor. Und der Papst wusste das auch und ist so vor dem Papst weggelaufen. Because he wanted that 1 year to pass, and he wanted to elect another emperor. Denn er hatte ja dieses eine Jahr festgelegt und er wollte danach einen anderen König festlegen. However, the German emperor finally catches up to the Pope in Canossa. Letztendlich hat der deutsche Kaiser den Papst in Canossa angetroffen. And this is a monastery somewhere in the Alps. Und das ist Or ein, somewhere, yeah, in the und das mountains. ist ein Kloster irgendwo in den Alpen. And he lays, I think, for 3 days, if I remember correctly, in the snow outside of the monastery. Und er hat sich, so wie ich weiß, 3 Tage außerhalb des Klosters im Schnee aufhalten müssen. Without shoes, bare feet in the snow. Mit Barfuß ohne Schuhe im Schnee. And he cries always out to the Pope, forgive me, please, forgive me, please. Und er hat dem Papst immer zugerufen, vergib mir, vergib mir. So this is complete surrender, complete humility. Das ist eine totale Übergabe. That's why the saying comes to walk to Canossa. Und daher kommt das Sprichwort, nach Canossa zu gehen. Go ahead. It was Henry IV. Pardon me? Henry IV? Okay, thank you. Heinrich IV. So, however, what was behind it? It was a civil purpose, like a authority of civil matters. Was dahinter stand, war Staatsmacht. The Pope knew that he had to forgive that king now. Der Papst wusste, er musste diesem König vergeben. He reestablishes him. Er hat ihn wieder eingesetzt. So this king, Henry IV, thank you for that, he again has all the loyalty of the kingdoms around him, the tribes. Also dieser König hat jegliche Loyalität der ihn umgebenden Stämme wieder erlangt. And now comes the funny part. Und jetzt kommt das, was etwas lustig ist. Because Henry IV established a lot of power now among these tribes. Also Heinrich IV. Hat nun viel Macht unter diesen Stämmen bekommen. That he goes now to Rome, dethrones the Pope and puts another Pope on place. Und letztendlich ist er nach Rom gegangen, hat den Papst vom Thron geworfen, hat einen anderen Papst eingesetzt. So basically he pays him back. Also er hat ihm heimgezahlt. This is the play of Europe in the 1260s. Das ist das Spiel in Europa in den 1260er Jahren. The marriage of church and state. Die Heirat zwischen Kirche und Staat. The Pope uses the civil authorities to accomplish their goals. Dabei hat der Papst die Staatsmacht benutzt, um seine Ziele zu erreichen. But on the other hand, the civil authorities use the Pope. Auf der anderen Seite hat die Staatsmacht den Papst benutzt, to establish their authority and their power. ihre Macht und Autorität zu festigen. It's a love-hate marriage. Das ist eine Heirat, die aus Hass und Liebe geprägt ist. Because often you find incidents where, let me put it this way, often we say, oh, the 1260 is Roman supremacy, the Pape is supreme. Wir sagen oft, dass die 1260 Jahre die Zeit der päpstlichen Vorherrschaft ist. How often, when you look closer at it, Wenn du das aber genauer anschaust, there are quite a few civil emperors gibt es einige Staatsführer, who dethroned the Pope die den Papst entthront haben or put him into exile. oder ihn ins Exil geschickt haben. Sometimes the Pope had to be in exile for 70 years in France. Einmal musste ein Papst für 70 Jahre in Frankreich im Exil leben. Before he was replaced in Rome again. 70 years. Mhm. Bevor er wieder nach Rom zurück konnte. I think that might be like a counterfeit captivity to Babylon sort of thing. Das könnte vielleicht ein
Gegenstück zu der Gefangenschaft in Babylon sein. So we see when we look at the 1260, Wenn wir uns die Zeitspanne der 1260 Jahre anschauen, we truly see how iron and clay is mixed. dann sehen wir genau, wie Eisen und Ton miteinander vermischt ist. Rome, the Western Roman Empire, continues. Das Weströmische Reich hat weiterhin Bestand. The what was it called now again? The Holy Roman Empire of German nations. Es nannte Thank sich you. das Heilige Römische Reich deutscher Nationen, Iron. das Eisen. And then you have the Bishop of Rome, Und dann hast du den Bischof von Rom. the church aspect. Das ist der kirchliche Aspekt. They mingle with each other. Sie haben sich miteinander verbunden, But- vermischt. But what detail does Daniel 2 give us as well? Welches Detail gibt uns Daniel 2 hierzu auch? They try to mingle, but what? Sie versuchen sich zu verbinden, aber But they can't somehow. They also grow apart again. irgendwie klappt es nicht und es bleibt nicht dabei. And that's the history of Europe. Das ist die Geschichte Europas. They try to mingle, Sie versuchen sich zu verbinden but you see also incidents where it comes apart. und wir sehen auch Beispiele, wo es zerbricht. And we are not given the detail in Daniel 2. Wir haben die Feinheiten von Daniel 2 nicht aufgezeigt. This is where we would have to go to Revelation 13 and Da 17. müssten wir Offenbarung 13 und 17 uns anschauen. But we know that this marriage is divorced in 1798. Aber wir wissen, dass diese Heirat im Jahr 1798 geschieden wurde. And then we have the history how these two come together again. Und dann folgt die Geschichte, wo sie beide wieder zusammenfinden. And this is the history we live in. Und in dieser Geschichte leben wir heute. And we see how Rome Und wir sehen, wie Rom is again putting its elbows out seine Ellbogen wieder benutzt and says, we are supreme. und behauptet, wir sind die Vorherrschende. Now they just do it in a nicer way Jetzt machen sie es nur etwas freundlicher, because the times have changed. weil sich die Zeiten geändert haben. So they have to put a different cloak on. Sie müssen ein anderes Gewand anziehen. But what is Rome doing at the moment? Was macht denn Rom im Moment? It's promoting itself. Es stellt sich selber dar, wirbt für sich. They introduce the charismatic aspect into their church. Sie übernehmen den charismatischen Aspekt. They make themselves look nice. Sie machen es so, dass sie besonders schön dastehen. They apologize to the Valdensians. Sie entschuldigen sich bei den Waldensern. They reach out to the Protestants, said, "Oh, we are one." Sie reichen ihre Hand den Protestanten und sagen, wir sind doch eins. Come back to the mother, sort of thing, you know. Kommt doch zurück zur Mutter. And you see that when the 500th anniversary happened Als das 500-jährige of the Reformation, sorry, I should have finished the sentence. Bestehen der Reformation war. What was the Reformation about? Worum ging es bei der Reformation? What is Protestantism about? Worum geht es beim Protestantismus? It's to protest Rome. Gegen Rom zu protestieren. And who was the guest of honor at the anniversary of the Protestant Wer war der Ehrengast an diesem 500-jährigen Jubiläum Protestant Reformation? It was der the protestantischen Reformation? it was the Pope. Es war der Papst. This shows you how Rome shows again the dominion over other religions. Das zeigt, wie der Papst wieder die Vorherrschaft über andere Religionen hat. Pope goes to America. Der Papst geht nach Amerika. He tries to establish good relationships there. Er möchte gute Verbindungen aufbauen. People clapped when he entered the Congress. Die Menschen haben geklatscht, als er in den Kongress einmarschierte. These seems to normal people. These seems nice. Für ganz normale Menschen scheint das doch schön zu sein. But if you look at history Aber wenn du dir die Geschichte anschaust and you look at the details, und dir die Details anschaust, you see how Rome is again rising to be the head of the church. dann sehen wir, dass Rom wieder aufkommt, um der Kopf der ganzen Kirche zu sein. It's making it. I don't know how to say it, but it's working that its influence is worth something again.
Rom arbeitet daran, dass sein Einfluss wieder etwas wert ist. 1798, nobody cared about the Rome after that anymore. Nach 1798 hat sich niemand mehr um den Papst geschert. But today, Aber heute, what do political leaders do? was machen da die politischen Führer? They go again to Rome. Sie zeigen sich wieder in Rom, Just as in the Dark Ages, genauso wie im Mittelalter. because the civil leaders again recognize Denn die Staatsführer erkennen wieder, that Rome, the head of Christianity now, dass Rom wie, jetzt der Kopf der Christenheit is a tool to establish their own authority. ein Werkzeug ist, ihre eigene Macht festzumachen. And it might not look like that right now in the world. Vielleicht sieht es in der Welt im Moment nicht so aus, However, we can see the beginnings of this. aber wir sehen den Anfang davon. And this will grow stronger and stronger Und die Welt wird stärker und stärker, till we come to the point in Revelation 17 bis wir zur Offenbarung 17 kommen, where we know that the 10 kings will give the kingdom the power to the beast for 1 hour. wo die 10 Könige dem Tier die Macht für eine Stunde geben werden. This happened in Europe once, Das ist in Europa schon einmal geschehen, the 1260, in den 1260 Jahren. and it will happen again Und es wird noch einmal passieren. with the United Nations this time. Und diesmal aber mit den Vereinten Nationen. So if we want to know how it happens, Wenn ihr wissen wollt, wie das we have to look at geschehen wird, the history like Clovis, dann müssen wir die Geschichte schauen, zum Beispiel zu Chlodwig, like Charles the Great, Karl dem Großen, like Otto the Great, Otto dem Großen, and the following to see how Und den always this folgenden. marriage happened. Um zu sehen, wie diese Heirat immer stattgefunden hat. Same will happen today, and we're in the middle of it. Heute passiert das Gleiche und wir sind mittendrin. And just with the difference here, it took hundreds of years. Damals hat es nur hunderte von Jahren gedauert, Today, it took like 150 years. heute aber vielleicht gerade mal 150 Jahre. So we will forward now a little bit. Wir blicken etwas nach vorne. We will go now to Charles V. Wir gehen nun zu Karl V. Charles V is ruling the Holy Roman Empire of German nations during the time period of the Reformation. In der Zeit der Reformation ist Karl V. Der Herrscher über das Heilige Römische Reich deutscher Nation. This is the height of the Holy Roman Empire. Das ist der Höhepunkt des Heiligen Römischen Reiches. There's the expression that in the kingdom of Charles V, Es gibt den Ausdruck, dass im Königreich von Karl V. it never, the sun never goes down. Es gibt den Ausspruch, dass dort die Sonne niemals untergeht. So what does it mean that the sun never goes down? Was bedeutet das, dass die Sonne niemals untergeht? Sie scheint immer. She always shines? The vastness of his empire. Yes. The what? The, Vastness, wie groß Die das... Größe des Reiches spielt auf die Größe des Reiches an. So Charles V had an empire that big Das Reich von Karl V. war so groß, that the sun would never go down. dass die Sonne niemals unterging. If you travel through it, Wenn du durch sein Reich gereist bist, you would always have daylight because it's Hast- as long. immer Tageslicht gehabt, so groß war sein Reich. It's always Sunday. It's always Sunday. Es ist immer der Sonntag. So his kingdom was here the middle kingdom of Charles the Great. Who's, From Charles V, his kingdom included the middle kingdom of Charles the Great. Das Königreich Karl V. beinhaltet auch die Mitte seines Königreichs war das Königreich von Karl dem Großen. Nee. Das Königreich von Karl V. beinhaltete das Mittekönigreich von Karl des Großen. So it was this area here, till North Italy. He had Spain, Regierte über Spanien, and also he had areas in America, auch Gebiete in Amerika, which today are considered as Mexico. die heute Mexiko heißen. So this was the height of that kingdom, the Holy Roman Empire of German nations. Das war der Höhepunkt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. And Charles V, of course, he was Catholic. Und Karl V. war natürlich Katholik. And we know what kind of relationship he had with the Pope. Und wir wissen, welche Verbindung er mit dem Papst hatte. That's the story of Luther. Es gibt die Geschichte von Luther.
which we will not go into it because time is in die wir jetzt nicht einsteigen können. too short. Zeit ist nämlich zu kurz. Because I want to look at a little bit more in other histories, and I think the Reformation was studied in this movement quite a bit. Ich möchte noch andere Geschichten anschauen. Die Reformation wurde in dieser Bewegung ja schon reichlich betrachtet. So, however, you have now a kingdom, Du Das hast ist- jetzt ein Königreich and all these small kingdoms in between. und alle Königreich innerhalb des großen Königreiches. You have to see. Let me put it this way. This is Charles V, his kingdom. Das ist das Königreich von Karl V. Then he has small kings everywhere in his Und kingdom. dann hat er überall Unterkönige sozusagen in seinem Königreich. But within these kingdoms, Aber innerhalb dieser Königreiche you had small kingdoms, realms, duchies. sind Fürstentümer. So you see how one kingdom would be split into even smaller kingdoms all the way. Wir sehen also, dass ein Königreich sich in kleinere Gebiete unterteilt. So just for you to get the picture, Nur damit ihr das vor Augen habt. you have the Charles V, Hier ist Karl V. then you have a kingdom, Dann habt ihr ein Königreich and then you have realms. und dann sind da Fürstentümer. So what happened now with the Reformation? Was passiert in der Reformation? Beforehand, all of it was blue. Alles war vorher blau. Blue is Catholicism. Blau ist katholisch. So we'll put now blue some portions. Wir machen also einige Teile in blau. But what happened with the Reformation now? Was geschah mit der Reformation? The Reformation split the country, the empire, into half. Die Reformation hat das Reich in die Hälfte geteilt. Because now not everything would be blue anymore, Denn jetzt wäre nicht mehr alles blau. but some things would be red, Protestantism. Einige Teile wären rot und das ist der Protestantismus. So this is the kingdom of Charles V. Das ist das Königreich von Karl V. Through the Reformation, his kingdom was put in half. Während der Reformation teilte sich sein Königreich in die Hälfte. Protestantism and Catholicism. Protestantismus und Katholizismus. And what he wanted to do is that he wanted to create again a one world empire with one faith. Er wollte wieder ein Weltreich mit einem Glauben bilden. This is where you have the Council of Speyer twice and the Council of Augsburg, Das ist das Konzil von Speyer und Augsburg, where you have in the Great Controversy, das im großen Buch der große Kampf beschrieben ist. because here he wants to unite his kingdom again under the Pope. Aber er wollte, dass sein Königreich wieder unter dem Papst vereine. Because remember, the Pope is married to the civil authority. Denn erinnert euch, dass der Papst mit der Staatsmacht verheiratet ist. But then we see that the princes protest, Und dann sehen wir aber, dass die Fürsten protestiert haben. and they succeeded. Und sie haben den Sieg davon getragen. So this is how Europe looks like now. Und so sieht jetzt auch Europa heute aus. And what often happened Was Was- schon oft geschieht, was that you had a Protestant realm or kingdom dass du ein protestantisches Fürstentum oder Königreich hattest. surrounded by Catholic realms and Und kingdoms. das wurde von katholischen Fürstentümern oder Königen umringt. And also vice versa. Ein Wort? Also the other side around. Aber auch andersrum. Herum. So what happened now is that shortly after Protestantism succeeded, Kurz nachdem der Protestantismus gesiegt hatte, the war breaks out, which we call the 30-year War, brach der 30-jährige Krieg aus. which is in the year of 1648 in October. Der im Oktober 1648 begann und 30 Jahre dauerte. The 30-year War began with one incident. Der 30-jährige Krieg begann We have to understand. so. Fing mit einer Sache an, mit einer Situation. We have to understand what the Reformation did to Europe. Wir müssen verstehen,
was die Reformation mit Europa gemacht hat. Before you had the Holy Roman Empire, one empire in Europe. Zuvor hattest du das Heilige Römische Reich, ein Reich in ganz Europa. And by the way, Charles V was the last emperor to be crowned by the Pope. Und Karl V. war der letzte Kaiser, der vom Papst gekrönt wurde. And the Reformation, what it does now, it, so to speak, throws the dice anew. To die Würfel neu werfen in Europe. So the Reformation just reorganizes things, Die Reformation hat alles neu organisiert, as you can already see. wie man das sehen kann hier. Things just change. Alles hat sich geändert. And the Reformation was, you know, we always think those people were holding up the Protestant faith, Wir denken immer, dass die Menschen den protestantischen Glauben aufrechterhalten haben. but if you look at history, Aber wenn du dir die Geschichte anschaust, these kings had much interest in the Protestant faith also because of civil authority. hatten die Könige großes Interesse am protestantischen Glauben, wegen ihrer bürgerlichen Macht. Why? Warum? Catholicism is a system Der Katholizismus besteht aus einem System, which makes everyone poor except for the Pope. der jeden verarmt, außer den Papst. And then the Pope, of course, would give his wealth to certain kings so they would do whatever he said. Und der Papst teilt diesen Wohlstand mit verschiedenen Königen, damit die machen, was er sagt. But what is the decided difference to the Protestant faith? Was ist der entschiedene Unterschied zu dem protestantischen Glauben? Everyone can be rich. Everyone can be rich. Jeder kann reich sein. Essentially capitalism. Das ist besonders der Kapitalismus. People were able to own their own property. Die Menschen waren nun in der Lage, ihr eigenes Land zu besitzen. You had, in the Catholic manner, you had a lot the feudal system. Im katholischen Sinne hatte man This, wie heißt feudal system im Deutsch? Feudal system. das feudale System. So, there's one story which is nice to tell always. Es gibt eine interessante Geschichte. If you have a city and part of it was Catholic and the other was Wenn Protestant, du eine Stadt hast, die zwischen Katholiken und Protestanten geteilt war, the Catholic side would be disorganized, dirty, and smelly. dann war die katholische Seite nicht organisiert, schmutzig und hat gestunken. And the Protestant side was clean, Die protestantische Seite war sauber, rich, reich and had wealth. You know, und hatte Wohlstand. Progress. Es ging voran dort. So it was just because of the Protestant faith Es war nur wegen dem protestantischen Glauben it affected people's habit of working and progressing. hat es die Menschen so berührt, dass sie gearbeitet haben und dass es vorwärts ging. So the Protestant nations were much wealthier, Die protestantischen Nationen waren viel wohlhabender. and the kings realized that if they would be now if they would turn to the Protestant side, Und die Könige haben nun jetzt erkannt, wenn sie sich dem Protestantismus zuwenden würden, they would establish their own kingdom. würden sie ihr eigenes Königreich festmachen. They would become wealthier. Sie würden wohlhabender sein. And it was the time, during the Reformation, it was the time to split from Rome. Während der Reformation, die Reformation war die Zeit, sich von Rom zu lösen. Before we said that Rome, if you wouldn't heed Rome, you were excommunicated. Und wir sagen, wenn man Rom nicht folgt, würdest du exkommuniziert. And it was your death sentence. Und das war dein Todeserlass. But everyone was looking to the Reformation Aber jeder hat die Reformation angeschaut and saw the Reformation was succeeding. und hat erkannt, die Reformation macht Fortschritte. No, er hat gesehen, dass die Reformation erfolgreich war. Now came the point where you had the opportunity to cut yourself off from Rome. Jetzt war die Gelegenheit gekommen, dich selbst von Rom abzuschneiden. Beforehand, you didn't have that. Vorher konnte man das nicht. Now you had it. Jetzt war die Möglichkeit gekommen. That's why a lot of princes and rulers Jetzt haben viele Fürsten und Herrscher sided with the Protestant faith. sich auf die Seite des protestantischen Glaubens gestellt. So it was not just because they liked the teachings of Luther,
Es ging also nicht nur darum, dass sie die Lehren Luthers mochten, but also because they were able to have their own wealth. denn sie waren jetzt imstande, ihren eigenen Wohlstand zu haben. And you see that today, Und heute sieht man das, if you look at Europe or the world, wenn du die Welt oder Europa anschaust. the most wealthiest countries are Protestants. Die wohlhabendsten Länder sind protestantische Länder. For example, Zum Beispiel the Netherlands, Germany, Niederlande, Deutschland, America, Amerika. well-known Protestant Das nations. sind sehr bekannte protestantische Nationen. The UK, England, and then you see Spain and Portugal, for und example, dann siehst du zum Beispiel Spanien und Portugal, which were the worst in the Inquisition, die Inquisition am schlimmsten betrieben haben. deep Catholic Tief im believing nations. Katholizismus. They are more at the lower end. Sie sind am Ende. No, am unteren unteren Ende. So you see the wealth depends on what religion do you have, Der sort of. Wohlstand hing also davon ab, welche Religion du hattest. So before we close, Bevor wir nun schließen, we will say one thing about Bohemia. werden wir über Böhmen noch Folgendes sagen. So this is the east country of Charles the Great, the remaining Das country. ist der östliche Teil von dem Gebiet von Karl dem Großen oder Fünften. And des Großen. And after Hungary was defeated by Otto the Great, Und nachdem Ungarn von Otto dem Großen zurückgeschlagen wurde, there was one kingdom rising which was called Bohemia, kam ein Königreich auf, das nannte sich Böhmen. which was really big here. Das war hier ziemlich groß. This country doesn't exist today anymore, Es gibt es heute nicht mehr. but today it's portions of Czech, Slovakia, Austria, Poland. Es sind heute Teile von Tschechien, Polen, Slowakien und Österreich. This is the country where Huss comes from. Daher kommt Huss. That's why you say the Bohemian monk. Man sagt auch der böhmische Mönch. And his capital, so to speak, was Prague, which is about here. Seine Hauptstadt, wenn man so will, war Prag und das ist hier. So Prague sided with the Protestant faith. Prag hat sich auf die Seite des protestantischen Glaubens gestellt. And interestingly, also in the Cold War between Russia and America, Prague sided with the West. Und auch im Kalten Krieg hat sich Prag auf die Seite des Westens gestellt. But they were surrounded by the Sowjetunion, so they had to subdue it, but their mindset was towards the West. Sie waren von der Sowjetunion umgeben, aber ihre Gedanken waren im Westen sozusagen. However, on the 23rd Am 23. of May Mai in 1618, im Jahr 1618, so this is 100 years after Reformation, so to 100 speak, Jahre nach der Reformation, you have people assemble in Prague, Bohemia, gibt es Leute, die sich in Böhmen, in Prag niederlassen, versammeln. who come together as a council, Die kommen als Council, als ein als ein Konzil zusammen. Konzil zusammen, ja. And they think about how to make Bohemia Catholic again. Und sie haben darüber nachgedacht, wie man Böhmen wieder katholisieren Because könnte. after the Reformation, you always have the struggle between Catholic and Protestantism now. Nach der Reformation gab es immer diesen Kampf zwischen Protestantismus und Katholizismus. The Pope is always reaching out now to make sure that those leaders in Europe become Catholic again. Der Papst kümmert sich seitdem immer darum, dass die europäischen Könige oder Kaiser katholisch sind. So Bohemia is Protestant, Böhmen ist also protestantisch and now there is a council to make it Catholic again. und jetzt gibt es da eine Versammlung, die darauf abzielt, Böhmen wieder katholisch zu machen. The leaders of Bohemia / the leaders of Prague didn't like that. Die Führer Böhmens und in der Hauptstadt Prag mochten das aber nicht. And they came in this council on the 23rd of May, 1618. Und sie sind am 23. Mai 1618 zusammengekommen. And they take all those people and throw them out the window, Und sie literally. haben alle Teilnehmer genommen und sie aus dem Fenster hinausgeworfen. And it's called the Defenestration of Prague. Das ist der Prager Fenstersturz. Mhm. Prager Fenstersturz.
And this happened several times in history. Und das ist nicht nur einmal in der Geschichte passiert. But here we see they throw all the Catholics out of the window. Realistisch rausgeschmissen. Literally, they threw them out of the Sie window. haben sie in der Tat aus dem Fenster hinausgeschmissen, But no one died. aber keiner ist gestorben. That happened also with the Protestants. Yes. Later on, you have the same happening, but to the Protestants in the same town. Später gab es das Gleiche mit den Protestanten in der gleichen Stadt. So, first here, the Protestants throw out all the Catholics. Zuerst haben die Protestanten alle Katholiken rausgeschmissen. And this was the beginning of the wars between Protestantism and Catholicism. Das war der Anfang des Krieges zwischen Protestantismus und Katholizismus. Because there was one town, Denn es gab eine Stadt, which is here in Austria, Vienna. die in Österreich liegt, nämlich Wien. And Vienna, yeah, excuse me, Vienna was looking around for allies. Wien hat nach Alliierten Ausschau gehalten. And maybe you've been going here too fast. Vielleicht bin ich hier zu schnell gegangen. Because we're forwarding here, other tribes and nations are coming up now. Denn andere Nationen und Stämme kommen jetzt auf. It's not anymore the Franks and the Saxons. Es geht jetzt nicht mehr nur um die Franken und die Sachsen. Now it's tribes like the Swabians, Bavarians, Jetzt kommen die Sueben oder Schwaben und die Bayern auf. or another tribe was, or country coming up was Austria. Oder auch Österreich ist größer geworden. So we have a new area in Europe now, new names of different nationalities and kingdoms. Die Verteilung in Europa ist nun unterschiedlich. Es gibt andere Namen und Könige. So Vienna is looking for allies. They're Catholic. Wien als katholischer Staat sucht nach Alliierten. They are reaching out to Bohemia. Sie halten Ausschau nach Böhmen. That's why this council came to place. Deswegen kam diese Versammlung stattgefunden. And Austria has again a motto, Und Österreich hat wieder ein Motto. and it was the same as Charles the Great once. Und es ist das gleiche wie von Karl dem Großen. One empire, Ein Reich, one ruler, ein Herrscher, one faith. ein Glaube. So the Austrians, they were seeking now to redo what was done here. Die Reverse what was done here. Die Österreicher wollten nun das, was hier geschehen ist, wieder umkehren. They wanted again that the entire empire is Catholic. Sie wollten, dass das ganze Reich wieder katholisch sein sollte. So, and when the Protestants rose and threw all the Catholics out of the window, Als die Protestanten nun stärker wurden und die Katholiken aus dem Fenster hinausgeworfen haben, this was the excuse Vienna had war die Entschuldigung für Wien. to say, okay, we're gonna start a war now. Das war Grund für Wien, nun zu sagen, jetzt ist Zeit für einen Krieg. And I'm sorry, I misread my notes. Ich habe meine Notizen nicht ganz genau betrachtet. October 1648 is the end of the 60-year war, not the beginning. Im Oktober 1648 ist das Ende des 30-jährigen Krieges, Das- nicht der Anfang. This is the beginning. Und 23. Mai 1618 ist der Anfang. How they threw everyone out of the window, this is the beginning. Als sie die Leute aus dem Fenster geschmissen haben, das war der Beginn. In October 1648, this is where the war ends. Und im Oktober 1648 hat der 30-jährige Krieg sein Ende gefunden. And one of the most famous generals in this war Und einer der führenden, bekanntesten Generäle in diesem Krieg ist is Wallenstein. Wallenstein. He is the general now Er ist nun der General of the king in Austria, vom österreichischen König as well as the Roman Empire. und auch vom römischen Reich. And he will war for them to make this country, make Europe Catholic again. Und er führt nun ihren Krieg, um Europa wieder katholisch zu machen. Under the motto of one emperor, one ruler, one faith. Mit dem Motto: ein Herrscher, ein Glaube und Ruler. Ein Herrscher, ein Reich und ein Glaube.
And what he does, he obtains huge victories for the Catholic faith, Er hat große Siege für den katholischen Glauben erreicht, especially here in Germany. besonders in Deutschland. There are incidences when you study the history of the 30-year War. Wenn man die Geschichte des 30-jährigen Krieges studiert, He wipes out entire cities. dann hat er ganze Städte ausradiert. Especially the north of Germany was very Protestant. Besonders im Norden, der Norden war völlig protestantisch. And he obtains a lot of the part here, which now is Poland, here in the Er north. hat auch viele Teile von Nordpolen erreicht. Wallenstein becomes very, very wealthy through that war. Wallenstein wurde sehr wohlhabend durch diesen Krieg. And he's himself given this country here in the north. In Here, die- this north part. Und ihm selbst wurde das Land im Norden Polens zuteil. However, Sweden was also Protestant, Die Schweden waren auch protestantisch and they are starting to make war in the north of Germany und sie haben jetzt damit begonnen, Krieg im Norden Deutschlands zu führen. to fight Wallenstein, but also to receive more country or territory. Um gegen Wallenstein zu kämpfen, aber auch mehr Land zu gewinnen. So you see how now one empire is completely ripped apart. Und wir sehen jetzt, dass ein großes Reich völlig zerrissen ist. Complete reorganization. Völlige Neuorientierung. And I told you that Charles V, he was the height of the Holy Roman Empire. Karl V. war der Führer des Römischen Reiches, But after him, the Holy Roman Empire received its downfall. aber nach ihm zerbrach das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Partially because of the Reformation. Teils wegen der Reformation. So we see here how the true faith brings down Catholicism. Und wir sehen, wie der wahre Glaube den Katholizismus in die Knie zwingt. However, we will continue that on Monday now, Wir because werden we will das close am now. Montag weiter betrachten. Out of all of this mess, Von diesem ganzen Durcheinander, reorganization of Europe, von der Neuorganisierung Europas, there are two big nations rising now. kommen zwei große Nationen auf. So these looks like big nice countries, but back then it looked like this. Das sieht hier oben aus wie große, schöne Länder, aber es war in der Tat mehr wie hier. And two of them are rising. Zwei von ihnen kommen jetzt auf. And this is a country which is now developed here in the north, Das ist das Land, was sich hier im Norden bildete, which is Prussia, Preußen. welches Preußen ist, and then here in the south, Austria. und im Süden Österreich. And they will continue the story. Und mit ihnen geht die Geschichte weiter. And this we will start to look into this history on Monday. Und Montag werden wir diese Geschichte weiter betrachten. Because now we will also come to the end of the first empire, the Holy Roman Empire of German Denn jetzt nations. kommen wir zum Ende des Ersten Reiches, dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. So I hope it was interesting to you Ich hoffe, guys. es war interessant für euch. Odilia, will you pray? Würdest du beten, Odidio? Father, Himmlischer Vater, thank you for the presentations. vielen Dank für das, was wir gehört haben. Help us to understand and remember the lessons. Hilf, dass wir uns erinnern und auch verstehen, was wir gehört haben. Help us to understand history, Hilf uns, dass wir die Geschichte verstehen, that we can apply these things for our time. dass wir diese Dinge in unserer Zeit anwenden können. Bless us with all the powers of the Holy Spirit. Segne uns mit der Kraft des Heiligen Geistes, We need to prepare. dass wir uns vorbereiten. We ask you all these things in Jesus' name. Wir bitten alles im Namen Jesu. Alright.